Hallo, ich bin die Gabi, bin 61 Jahre alt, seit 1,5 Jahren in Pension, seit 4 Jahren beidseitig implantiert, nach einer Odyssee mit Hörgeräten, dank der Implantate wirklich in der hörenden Welt angekommen. Ich habe mit 4 Jahren Masern gehabt, bin mit 6 Jahren eingeschult worden, zurückgestellt mit dem Begriff nicht schulreif, mit 7 Jahren wieder eingeschult worden und dann ist man draufgekommen, dass ich schlecht höre. Versorgung mit den Hörgeräten über 50 Jahre lang hat einigermaßen mehr oder weniger funktioniert. Geheiratet, Kinder bekommen, berufstätig gewesen und dann 2018 im Zuge eines Kroatienurlaubs einen Gehörsturz gehabt, wo ich dann recht komplett taub war. Dank des tollen Gespräches im AKH vom Herrn Professor Rist, der mich letzten Endes davon überzeugt hat, implantieren zu lassen, habe ich diesen Schritt gewagt und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Glücklich und zufrieden in der hörenden Welt angekommen, kann viele Gespräche verfolgen, höre meine Enkelkinder, bin tausende Kilometer per Rad unterwegs, wandere sehr gerne, aktiv eigentlich im hörenden Leben. Der Alltag gestaltet sich jetzt sehr gut. Ich höre den Geschirrspüler, wenn er piept, dass er fertig ist. Ich höre die Glocke, wenn wer anläutet. Ich höre die WC-Spülung ober mir. Das muss ich zwar nicht hören, aber das höre ich jetzt auch. Ich bin überrascht immer wieder über die vielen Geräusche, über die vielen Eindrücke, die mir eigentlich das Leben lang verwehrt geblieben sind. Ob das jetzt der Kuckuck ist beim Wandern, ob das die Motorsäge ist mitten im Wald. Vor kurzem eine Blindschleiche unter den Blättern durchgekrochen, rascheln gehört. Also mich fasziniert das immer wieder. Und das absolute Highlight für mich ist, nach der ersten Einstellung im AKH habe ich eine Blindenampel gedrückt. Tak, 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 tak. Ich war so fasziniert davon, dass ich 5 Minuten immer wieder diese Ampel gedrückt habe. Und jedes Mal, wenn ich zu meiner ältesten Tochter nach Irland fliege, habe ich immer wieder dieses Erlebnis, denn dort gibt es nur diese Akustikampeln. Und da streiten meine Enkelsöhne und ich immer, wer drücken darf. Mein ältester irischer Sohn hat einmal die Mama gefragt, was hatten die Oma da? Und meine Tochter hatte mir erklärt, das ist sowas wie ein Roboter. Dann ist er mit dem Roboter in der Hand gekommen und seitdem bin ich in Irland die Roboter-Oma. Es ist faszinierend zuzuhören, sie verstehen mich, ich rede mit ihnen Deutsch, ich kriege allerdings englische Antworten, das ist ein bisschen ein Problem für mich. Und die anderen beiden Enkelkindern, die in Achau leben, reden jetzt auch sehr viel mit mir. Die schauen mich aber immer an und sie fragen aber auch manchmal, Oma, hast du alles verstanden? Also die sind mit dem eigentlich schon groß geworden. Und der erste Satz meiner jüngsten Tochter nach der Implantation war, um Gottes Willen, jetzt müsst wir aufpassen, was wir reden, weil die Mama hört alles. Es ist keine Schande, schlecht zu hören. Es ist toll, dass man etwas dagegen machen kann. Man kommt wieder wirklich in der hörenden Welt an, man wird nicht isoliert. Durch die ständigen Gespräche bleibt man auch geistig weiter fit. Ich kann nur wirklich jedem den Tipp geben, wendet euch an die Hörberater, lasst euch beraten. Wir können euch die Vor- und Nachteile aus unserer Sicht weitergeben. Es ist toll, dass es in Österreich die Firma Med-El gibt mit Sitz in Innsbruck, die diesen vielen gehörlosen Menschen dank der Implantate ein Leben in der hörenden Welt ermöglicht. Für viele ist das Hören selbstverständlich. Für diejenigen, die CI implantiert sind, ist es ein Wunder.